willkommen bei der Self-Esteem Challenge 23. In diesem Video siehst du eine einfache Möglichkeit, wie du unsere Murmelbahn zusammenbauen kannst. Da viele Wege zum Resultat führen, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Hauptsache ist nur, dass der Start- und Endpunkt der Bahn gleich bleiben, wie auf dem beigefügten Skizzenblatt eingezeichnet. Informiere dich auf unserer Webseite, für welche Kategorien es Preise zu gewinnen gibt. Zuerst markierst du deine Seiten mittig mit den Buchstaben A, B, C und D. Dann zeichne dir mit diesem beigefügten Blatt den Start- und Endpunkt der Auffangbehälter ein. Lege das Blatt mittig an die Kante der Seite A. Du kannst dir das Blatt auch auf die Platte kleben. Klebe die 4 Klebepunkte auf die Rückseite der Platte, damit die Platte nicht verrutscht. Achte darauf, dass die Punkte nicht zu sehr in den Ecken platziert werden. Nun drücke die gezeigten 5 Teile aus der vorgestanzten Platte heraus, um den ersten Würfel zusammenzubauen. Diesen fixierst du mit den Gummibändern. Das gleiche machst du für die weiteren 2 Würfel. Sie haben alle eine unterschiedliche Höhe. Jetzt drücke dir die Teile für die Radhalterung aus und stecke sie ineinander. Wenn die Teile nicht fest genug sitzen, klebe sie zusätzlich fest. Nimm dir nun die Teile für die Rampe heraus und stecke sie zusammen. Das hier gezeigte Teil hat 2 Einkerbungen. Klebe das Rad mittig auf die runde Scheibe. Stecke den Motor ins Rad. Klebe den mittelgroßen Würfel auf die Startposition und den großen Würfel auf die Endposition, wie auf dem beigefügten Blatt angezeigt. Klebe nun die Plastikbehälter auf die Würfel. Achte darauf, dass die Öffnung des Behälters auf dem kleinen Würfel Richtung Mitte der Platte zeigt. Der andere Behälter sollte mit der Öffnung von der Platte weg zeigen. Klebe die Radhalterung mittig an den Rand der Seite B. Ziehe die Kabel vorsichtig durch das Loch der Halterung. Stecke das Rad mit der Scheibe auf die Halterung. Befestige alles mit Kabelbindern und kürze sie. Entmantle die Kabel des Motors und des Batteriefachs vorsichtig mit einer Abisolierzange. Fixiere die Kabel des Motors und des Batteriefachs in einer Lüsterklemme. Dabei sollte jeweils ein Kabel des Batteriefachs und ein Kabel des Motors in der Lüsterklemme aufeinandertreffen. Probiere, wie du es zusammenstecken musst, damit das Rad sich im Uhrzeigersinn bewegt. Dafür lege die Batterie in das Batteriefach. Dreht sich dein Rad jetzt auch? Wenn nicht, prüfe deine Kabel und Anschlüsse. Klebe die Rampe vor dem Rad fest. Nimm ein Lineal und schneide dir 4 cm von dem grauen Rohr ab. Durchtrenne es längs, sodass du 2 Teile erhältst. Schneide dir ein kleines Stück Pappe ab und klebe es an die Rückseite deines Rohres. Dies wird eine Schaufel. Entferne die überflüssige Pappe. Mit einem Stück Klebeband kannst du nun deine selbstgebaute Schaufel an das Rad kleben. Teste, ob die Murmel von der Schaufel aufgenommen wird.
Klebe den kleinen Würfel in die Mitte der Platte, wie auf dem beigefügten Skizzenblatt eingezeichnet. Nimm eine Zange und 2 Essstäbchen. Jetzt baust du deine Bahnen. Du kannst aber auch andere Bahnen bauen. Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Schneide dir zusätzlich Pappe ab, um dir ein Gerüst für die obere Bahn zu bauen. Hier wird die Kugel aufgefangen und in den oberen Auffangbehälter transportiert. Jetzt ist es Zeit für dich, deine Bahn zu dekorieren.